Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich sitze mal wieder oben. Das Video wird heute aber auch relativ knapp werden, weil es geht eigentlich nur um einen Diskussionspunkt, der vor einiger Zeit in Facebook aufgetaucht ist. Alles hängt zusammen mit diesem Tabak hier. Ganz recht, es ist einer der Klassiker von Mac Baren, der sogenannte Plum Cake. Den Plum Cake Tabak, mit dem bin ich das erste Mal in Berührung gekommen, das muss so um 1995 gewesen sein, da war ich noch beim Bund. Und ich hatte bis dahin ausnahmslos Aromaten geraucht und auch von Mac Baren natürlich Aromaten geraucht. Tja, und dann kam ich zum Plum Cake, Pflaumenkuchen. Hatte natürlich entsprechende Erwartungen an den Tabak, hatte ihn mir gekauft, hatte ihn geraucht und er hatte mir so überhaupt nicht geschmeckt. Es hat eine ganze Weile gedauert, ehe ich dann doch auf den Geschmack gekommen war und eben halt wusste, dass wieder der Versprechen auf der Mac Baren Homepage, auf der deutschen, eben kein Black Cavendish im Tabak drin war, sondern halt eben Latakia. Und als ich den dann ganz bewusst als Latakia-Tabak geraucht hatte, da habe ich dann gemerkt, der Kuchen bzw. der Tabak gefällt mir. Plum Cake, Pflaumenkuchen war für mich ganz klar, soll Pflaumenkuchen sein. Wenn jetzt einer den deutschen Pflaumenkuchen kennt und auch dann weiß, bei dem Hefeteig, wenn er gebacken wird, dieser Pflaumensaft, wenn er oben auf dem Teig verbrennt, diese dunklen Flecken halt hinterlässt. Wenn man das isst, hat man immer so eine leicht bittere Note mit so einem Hauch von Süße dabei. Und wenn man den Plum Cake raucht, erinnert einen dieser Geschmack meiner Meinung nach eben exakt an diese verbrannten Pflaumensaft vom Pflaumenkuchen. Von daher war für mich eigentlich immer klar, Plum Cake, auch wenn er aromatisiert mit Rum ist, spielt keine Rolle, muss ein Pflaumenkuchen sein. In Facebook kam jetzt vor einiger Zeit dazu eine kurze Diskussion auf, wo es hieß, der schmeckt nicht nach Pflaumenkuchen, das ist einfach nur mit Rum aromatisiert. Wenn er nur mit Rum aromatisiert sein soll, der Tabak, woher kommt dann diese ganz leicht angehauchte Fruchtnote? Also sagt, kann ja nicht sein, sagt, für mich schmeckt es nach Pflaumenkuchen. Ich hatte mich dann daraufhin auch bilateral nochmal mit Jan Tyler ausgetauscht, der den Tabak auch kennt und jetzt extra nochmal geholt hat. Und Jan hat mir halt erklärt, Plum Cake im Englischen bezeichnet einen Fruchtkuchen, der eigentlich aus kleinen, zerkleinerten Trockenfrüchten besteht, die man zusammengepresst hat, die dann gebacken werden und die man dann entsprechend halt isst. Da sind halt auch rote Beeren drin, rote Johannisbeeren und alles. Das sei so der typische Plum Cake in England. Ich wiederum hatte zu Beginn auch überlegt, Pflaumenkuchen. Auf den Plum Cake in der Form bin ich nicht gekommen, sondern hatte natürlich dann eher an den Plum Pudding gedacht. Den wiederum habe ich selbst schon gegessen in Verbindung mit Brandy Butter. Man kann natürlich statt Brandy Butter auch eine Rumbutter reichen. Da hätte man ja auch entsprechend Trockenfrüchte. Da sind ja getrocknete Pflaumen drin, da sind Datteln drin, alles Mögliche gepresst zu einem Kuchen. Wird dann in einem Wasserbad wieder gegart und wird später halt mit Butter und einer alkoholischen Buttersoße gereicht. Das kann Rum sein, das kann Brandy sein, das könnte auch schottische Whisky sein. Auf die Idee wäre ich auch gekommen, nur dass halt im klassischen Plum Pudding halt auch Rinderteig enthalten ist. Und das kann man natürlich jetzt hier von einem Pfeifentabak nicht behaupten. Zumindest bin ich mit Jan dahingehend übereingekommen, dass ich Mac Baren anschreiben werde, um Mac Baren zu fragen, Leute, was war eigentlich eure Intention mit dem Tabak? Ich schmecke das raus. Man hat gesagt, das soll aber dies sein, es könnte auch jenes sein.
Was genau hattet ihr eigentlich im Sinn? Hier ist die Antwort dazu. Überraschung! Selbst bei Mac Baren weiß man folglich nicht, was die Überlegung war bei der Herstellung dieses Tabaks. Ihr habt es ja gesehen, man weiß es nicht. Die konnten es nicht herausfinden, sondern wenn wir wirklich einen Kuchen kennen, der eben halt mit Alkohol versetzt ist und mit Früchten, dann kommt es schon ganz gut hin. Das heißt im Klartext, keiner hat recht, alle haben recht. Es liegt also wirklich an uns, mit was wir diesen Geschmack am ehesten assoziieren. Es ist also nicht verkehrt zu sagen, was ich sage, Pflaumenkuchen, weil auch Pflaumenkuchen, es gibt zig Varianten, jede Region macht einen eigenen Pflaumenkuchen, jede macht einen anders. Die einen machen mehr oder weniger einen runden Teig oder einen eckigen Teig, einen Hefeteig, die Pflaumen werden einfach draufgegeben. Dann kann man ihn natürlich auch noch mit einem leichten alkoholischen Note, man kann ein bisschen Rum drüber träufeln. Andere machen dann zusätzlich auch noch Streuseln drüber oder lassen die Streuseln weg. Es gibt ja zig Variationen. Es könnte also tatsächlich ein Pflaumenkuchen sein, der Pate gestanden hat. Würde auch den Plum Cake erklären. Es könnte natürlich aber auch sein, dass diese englische Plum Cake gemeint wird, wo eben Plum nicht für Pflaume steht, sondern wo mit Plum eigentlich generell getrocknete Früchte gemeint sind. Kann auch sein. Wenn man dann dort auch noch Rum mit dran gibt, hätte man dafür ebenfalls eine Erklärung. Gleiches gilt natürlich auch für den Plum Pudding. Auch dort wieder Plum, eben nicht im Sinne von Pflaumen, obwohl auch im Plum Pudding Pflaumen vorkommen, sondern halt generell getrocknetes Obst zusammengepresst, mit Alkohol versetzt, statt Brandybutter dann halt eben mit einer Rumbutter. Geht ja alles. Da hätte man diesen Tabak ja ebenfalls vom Geschmacklichen her. Also von daher, es gibt keinen Grund darüber zu diskutieren, es ist wirklich eine reine Geschmackssache. Mein Pflaumenkuchen ist genauso richtig wie der englische Plum Cake oder der englische Plum Pudding. Kurz, knapp, ergreifend. Ihr habt es ja gesehen, es gibt keine einzige Intention, wo man sagen würde, hier, das war der Beweggrund, warum wir den Tabak so gemacht haben, warum wir ihn so benannt haben. Von daher wäre auch dieses Thema geklärt und gelöst. Das war es damit auch schon für mich für heute mit diesem Video. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken und mit eurem Mac Baren Navy Cut Plum Pudding. Plum Cake, sorry. Lasst ihn euch schmecken, bleibt mir gewogen, bleibt dem Kanal gewogen, bleibt mir gesund. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal hier bei mir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.